Herzlich willkommen bei Codeplayer on a Soul Mission. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Maren und ich nehme dich hier mit auf eine Reise zu deinem wahren Selbst. Dieser Podcast ist für dich, wenn du Coldplay nicht nur hörst, sondern fühlst, wenn ihre Musik dich an etwas Größeres erinnert, an Liebe, an Freiheit und an das, was du wirklich bist. Hier geht es um Selbstermächtigung, Transformation und deine innere Freiheit. Ich begleite dich auf dem Weg, deine eigene Wahrheit zu leben, alte Begrenzungen zu lösen und dein volles Potenzial zu entfalten, deine Higher Power für dich und für die Welt. Lass uns gemeinsam eintauchen in die Magie des Universums, in deine Herzensweisheit, in eine Welt voller Möglichkeiten. Let's go! Ja, da bin ich auch schon wieder mit meiner zweiten Folge. Das ging jetzt schneller wie gedacht. Für heute haben wir das Thema Love and Truth Liberates, wie du dich von innen heraus befreist oder auch raus aus der Opferrolle. Love Liberates schreibt Chris Martin in seiner Notebook Edition zu Moon Music. Ich sage Love and Truth Liberates, also Liebe und Freiheit befreit. Denn wahre Freiheit entsteht aus Liebe, aus Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was du wirklich bist, hinter all der Illusionen. Und aus der Erinnerung daran, dass du niemals wirklich gefangen warst. Vielleicht fühlst du dich manchmal in deinem Leben begrenzt. Vielleicht hörst du dich selbst Sätze sagen wie, das Leben ist so unfair. Ach, ich kann eh nichts ändern. Und warum passiert immer mir das? Ich verstehe das total. Ich kenne dieses Gefühl und ich war auch so lange dort. Doch ich habe meine Perspektive geändert und ich möchte auch dich heute dazu einladen, das Ganze aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Bevor wir tiefer eintauchen, möchte ich kurz erklären, worauf auch jetzt diese Podcast-Folge basiert und diese Erkenntnisse. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Gene Keys. Es ist verknüpft mit Human Design und Astrologie und die kamen zu mir letzten November. Und ich habe mich ein bisschen mehr damit befasst und wir hatten jetzt letzte Woche kam eine E-Mail zu mir über den Gene Key 55 und es geht um Freiheit. Und das hat mich wiederum zu dieser Podcast-Folge inspiriert. Eigentlich schon Love Liberates, wie Chris Martin schreibt. Und ja, jetzt verknüpfe ich das beides. Gene Keys von Richard Rudd, das ist ein Engländer, sind eine Art Landkarte für unser Bewusstsein. Sie zeigen uns, wie wir uns von niedrigen, limitierenden Frequenzen, also Schwingung, alles ist ja Energie, also du und ich, wir sind Energie. Das Mikrofon, mit dem ich das jetzt hier gerade aufnehme, ist Energie. Es sieht von außen nur so aus, wie wenn es feste Materie ist, aber es ist alles schwingend. Also wenn man sich ein Atom ja betrachtet, dann besteht es aus einem Atomkern und aus einer Atomhülle. Und der Atomkern, der ist am wenigsten fest. Also das, was sind nur 0,0001% sind fest in diesem Atom. Und zwischen dem Kern und der Hülle ist einfach ein leerer Raum. Und das sind dann 99,9999% Energie. Und wir bestehen ja alle aus Atomen. Also sind wir Energie und wir reagieren und schwingen halt auf alles, was uns umgibt. Die Energie von einer Situation, die Energie von einem anderen Menschen. Auch jetzt strömt unheimlich viel Energie aus dem Kosmos, von den Sonnenstürmen, Sonnenaktivitäten auf die Erde. Das hat alles seinen Grund. Und ja, jedes Lebewesen reagiert dort drauf und dann fängt es auch in dir drin an zu schwingen. Ja, kurzer Exkurs in die Welt der Energie. Genau, wir zeigen uns also die Gene Keys, wie wir von diesen sogenannten niedrigen, limitierenden Frequenzen in höhere, befreiende Frequenzen uns entwickeln können. Und dazu gibt es diese Bewusstseinsskala von Dr. David Hawkins. Das war ein spiritueller Lehrer und Forscher. Und der hat
ganz vielen kinesiologischen Tests halt diese Emotionen, Bewusstseinszustände, die der Mensch haben kann, in eine Skala gepackt. Und die ist auch auf meinem Instagram-Account, findet die sich oft in meinen Reels und Posts. Fängt ja ganz unten an, also Schuld, Scham, Wut, Stolz, das sind halt so niedrig schwingende Energien, die basieren auch eigentlich nur auf einer Illusion. Und sie haben eine bestimmte Nummer, die ihnen zugeordnet ist, und man sagt, alles unter 200, also unter dieser Schwingung von 200, gehört diesen lebensverkleinernden Energien. Denn wenn du mal in dich reinfühlst, was macht es mit dir, wenn du Angst hast oder Scham empfindest oder Schuld? Dann geht doch dein Herz zu. Oder dein Körper verändert sich, deine Körperhaltung verändert sich, du machst dich klein, du verkrampfst deine Schultern, irgendwas in dir sperrt sich, was weiß ich, deine Kehle geht zu, also, ne, oder dein Kopf, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, das sind alles Symptome dafür. Man sagt, über der Skala von 200, die beginnt bei Mut, Mut, Neutralität, Akzeptanz, Wille, Liebe, Freude. Das sind diese hochschwingenden Energien, dieser Higher Power Zustand. Und ja, da gilt es hinzukommen. Aber natürlich trägt auch jeder Schatten wiederum ein Geschenk für dich. Dazu kommen wir noch. Ja, und jeder Gene Key für sich, also jeder Mensch hat eine bestimmte Sequenz von individuellen Nummern. Also die Gene Keys tragen Nummern, die wiederum mit dem Human Design Nummern verknüpft sind. Die beschreiben diesen inneren Transformationsprozess, den man durchläuft, von Angst und Enge und diesen lebensverkleinernden, einengenden Energien hin zu Liebe und Freiheit. Und es gibt sogenannte Sequenzen, die halt von diesem Schatten, das ist die Herausforderung, bis zur Gabe, dem Geschenk, bis hin zur Essenz. Und Essenz ist dieses wahrhaftige, pure, reine Selbst, das Sein, wie du eigentlich gemeint bist zu sein, wenn man mal diese ganzen Konditionierungen, Glaubensmuster und alles, Anhaftungen, alles, was man so sich im Laufe des Lebens drauf geschafft hat. Wollte man nicht, aber das fängt ja schon an, wenn man auf die Welt kommt. Ne? Also wenn man aufwächst, was die Eltern einem beibringen, die wiederum selber ihre Glaubensmuster von ihren Eltern und von ihren Großeltern und so weiter, das geht ganz weit zurück, mitbekommen haben. Was du im Kindergarten erfährst, was du in der Schule erfährst, was du später erfährst, wenn du aufwächst, durch Beziehungen zu anderen Menschen. Ja, und dieser wahre, reine Kern, man sagt es auch immer, das ist diese Seelenessenz, die ist unantastbar. Und da drin leuchtet halt dein wahrhaftiges Selbst, dein Truth. Und Gene Key 55 spricht über diesen Wandel von der Opferrolle zur inneren Freiheit. Und darum geht es ja jetzt heute auch in der Folge. Also Richard Rudd ist der Schöpfer der Gene Keys, der hat dieses Buch geschrieben. Beschreibt es so: Wahre Freiheit kommt von innen. Sie ist kein Kampf, sondern eine tiefe Hingabe an das Leben selbst. Lass es mal kurz wirken, lass es mal nachwirken, diesen Satz. Ich wiederhole es nochmal. Wahre Freiheit kommt von innen. Sie ist kein Kampf, sondern eine tiefe Hingabe an das Leben selbst. Das bedeutet, wir müssen nicht nach der Freiheit suchen, denn sie ist schon immer da. Aber dazu dürfen wir halt alles Alte loslassen, das nicht mehr unserer Wahrheit entspricht. Und das ist halt ein Prozess. Wir leben also in einer Welt, die uns beigebracht hat, dass wir oft machtlos sind. Dass äußere Umstände über unser Glück bestimmen, dass wir abhängig sind von Menschen, von Geld, von Anerkennung, von Machtpersonen, sogenannten Machtpersonen wie jetzt in der Regierung, Politiker, die das große Sagen haben. Aber das ist alles eine Illusion.
Wenn die Freiheit in dir beginnt, Freude auch, die brauchst du nicht im Außen suchen. Du bist kein Opfer, denn du bist zu jedem Zeitpunkt Schöpfer deiner Realität und du bestimmst. Und das im Guten wie auch im weniger Guten. Was meine ich damit? So oft, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, ist ja die erste Reaktion, oh, das zahle ich dir jetzt heim, wie du mir, so ich dir. Aber was passiert dann? Das ist dieses universelle kosmische Gesetz von Ursache und von Wirkung. Denn auf der energetischen Ebene erntest du nämlich genau die Energie, die du aussendest. Manchmal dauert das ein bisschen länger, bis diese Energie wie ein Bumerang wieder zu dir zurückfindet, doch sie wird es. In irgendeiner Form wird sie es zu 100%. Wenn du einem Menschen zum Beispiel bewusst Schaden zufügst, dann wirst du auch auf ähnliche Art und Weise sowas erfahren. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann hilft dir dieses Gesetz von Ursache und Wirkung achtsamer zu leben, bewusster zu leben und auf so Rache, Schuldzuweisung, Verurteilung und Bewertung von Dingen und Menschen zu verzichten, sondern es einfach sein zu lassen und richte dich danach aus, ja, wo du hin willst, was du in dein Leben lassen willst, lass das andere einfach abfließen. Ebenso, wenn du in dir selbst einen Anteil verurteilst und ablehnst. Jetzt zum Beispiel ja ein Mangelgefühl und du verurteilst diesen Mangel ganz doll und sagst, der soll weggehen, dann befindest du dich im Widerstand. Ein Widerstand ist immer Kampf. Und es kostet dich Energie, das kostet dich unglaublich viel Energie und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, denn das habe ich alles schon durch. Aber statt dich eben in diesen Widerstand zu begeben und dich auf diese einengenden, lebensverkleinernden Emotionen und Frequenzen zu fokussieren. Und wenn du im Widerstand bist, fokussierst du dich ja auf, ich will das weghaben. Aber was passiert dann wieder? Weil worauf du dich halt fokussierst und deine Energie lenkst, da kriegst du mehr davon. Ja. Und du richtest halt diesen Fokus, diese ganze wertvolle Energie von dir da drauf und hältst es zurück. Denn Energy flows where attention goes. Ja. Aber du kannst dir halt diese Emotionen, diese niedrig schwingenden Energien, die dich klein und eng machen, die dich einsperren, die dir gefühlt die Freiheit nehmen und dich immer in dieser Opferrolle halten, die gehen ja nicht weg, weil in einem Universum ist alles eins. Wie Chris Martin ja sagt, we are all one in the universe, ist, wie gesagt, das, was ich schon vorher gesagt habe zum Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn du einem anderen Menschen Schlechtes wünscht oder im schlimmsten Fall ihm das antust und diese Energie aussendest, kommt die zu dir zurück. Und ja, es ist alles da. Also es gibt Licht nicht ohne Schatten. Und es geht darum, das zu integrieren. Also das heißt, du kannst es nicht wegzaubern, aber stattdessen kannst du lernen, bewusst und achtsam damit umzugehen und auch mit dir selbst und das anzunehmen. Und diese Emotionen so liebevoll wie möglich zu betrachten, wenn sie dann da ist und fragen, was willst du mir denn eigentlich damit sagen? Oder zeigen? Möchtest du mich für irgendwas schützen? Zum Beispiel, weil du eben in der Vergangenheit damit eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Zum Beispiel davor, gesehen zu werden, die Sichtbarkeit zu gehen, dich zu zeigen, aus Angst vor Ablehnung etc. Und es darf da sein. Also freundliche Koexistenz, nenne ich es mal. Aber du entscheidest, was überwiegt, was du in deinem Leben sehen willst und darauf fokussierst du dich. Aber auch wenn du natürlich positive Energie aussendest, wie gute Gedanken, liebevolle Gedanken, Freude und Frieden auch, das kehrt dann natürlich auch wieder zu dir zurück.
Zum Beispiel spielten Coldplay live at River Plate im Oktober 2022 in Buenos Aires. Und der Livestream wurde auch weltweit im Kino übertragen. Ich war da auch. Und dort wurde ein iranischer Protestsong gespielt, Baraye, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und alle, die mitsangen oder auch so im Stadion mitsingen, Chris sagt auch ganz oft im Konzert mittendrin, dass wir an jemanden denken sollen, dem wir Liebe oder Frieden schicken, egal wohin, in ein Land, wo jetzt gerade Krieg ist oder wo gerade was Schlimmes passiert ist oder zur Mutter, zu Vater, zur Tochter, zum Freund, zur Freundin. Wenn du diese Energie aussendest und er bekräftigt das Ganze immer mit einem Feuerwerk und stell dir mal vor, das ganze Stadion macht das mit den zigtausend Menschen, die da drin sind, was das für eine Energie potenziert. Und alle, die in diesen Song mitgesungen haben und es in ihrem Herzen gefühlt haben, haben natürlich dann auch diese Energie ausgesendet, den Wunsch nach Frieden. Das ist so wichtig. Und Chris hat dazu gesagt, es gibt so viele Orte, an denen sich Menschen nicht treffen, nicht frei sein können, sie selbst zu sein. Egal, ob es darum geht, die Musik zu hören, die sie hören wollen, die Kleidung zu tragen, die sie tragen wollen, zu denken, was sie denken wollen und zu lieben, wen sie lieben wollen. Alles, was wir erleben, ist die Wirkung einer Ursache, die wir selbst gesät haben. Es geht also niemals darum, was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst, weil es wird immer wieder eine Herausforderung kommen oder was passieren, was dich wanken lässt, was dich umschmeißt. Aber wenn du immer wieder dich als Opfer siehst, dann ja, sendest du halt auch diese Energie aus. Also sei dir dessen ganz, ganz achtsam bewusst. Es ist also deine innere Haltung, die wichtig ist. Entweder siehst du dich als Opfer der Umstände, bemitleidest dich dann selber und schiebst anderen die Schuld zu, die Verantwortung zu. Oder du übernimmst die komplette, volle Verantwortung für dich selbst. Eigenverantwortung. Und ja, das ist auch diese Selbstermächtigung. Weil du entscheidest. Die meisten von uns leben halt nur in dem einen oder anderen Extrem, aber sei dir bewusst, das eine gibt es halt und das andere nicht. Alles in allem wahrnehmen und leben. Und Polarität ist überall da. Dass du darfst und du hast immer die Wahl, wofür du dich entscheidest und worauf du deinen Fokus legst. Und genau das zu leben, macht das Leben halt so lebendig und intensiv. Und nur so kannst du es wahrhaftig erfahren und durchfließen lassen. Das ist das Leben. Intensiv leben. Und wenn sich halt Menschen in diesem sogenannten niedrigen Frequenzspektrum aufhalten, dann schaut man auf alles außerhalb von einem. Also zum Beispiel Freude. Wenn ich Freude empfinde, wird es als eine Wirkung, als eine Art Effekt gesehen, statt eine Ursache. Weil es so tief in uns verankert ist, jagt der Mensch halt all dem hinterher, was in ihm Freude auslösen könnte, um seine tiefe innere Sehnsucht zu befriedigen. Doch die Freude, die muss in dir sein, weil sonst suchst du und du wirst es nie finden. Die Sehnsucht wird halt niemals befriedigt. Man ist ständig auf der Suche nach diesem andauernd Hochgefühl und dann wird diese Suche zu einer Art Sucht. Und Sucht ist immer die Suche nach Erfüllung, aber niemals die Erfüllung selbst. Und genauso mit der Schuldzuweisung auf äußere Gegebenheiten, die der Grund dafür sind, warum wir uns jetzt gerade schlecht fühlen, sei es die Regierung, die Wahlen, nörgelnder Kollege, miesgelaunter Chef, Nachrichten im Fernsehen. Also dürfen wir erkennen, dass dieses antrainierte Verhaltensmuster nach Gründen für die Stimmungslage im Außen sucht,
dass es die größte Falle ist in der Abhängigkeit. Und diese Haltung hält dich eben in dieser dauerhaft niedrigen Grundschwingung. Also so wie Chris Martin in der Notebook Edition von Moon Music schreibt, Love liberates, Liebe befreit. Aber eben nicht die Liebe im romantischen Sinn, sondern die Liebe, die aus der Wahrheit geboren wird. Das ist die Liebe, die sagt, ich entscheide mich für mich. Und ich bin genau richtig, wie ich bin, und ich darf alles loslassen, was ich nicht bin, was ich glaubte sein zu müssen, weil es mir von außen beigebracht wurde. Ich entscheide, dass Liebe und Mitgefühl immer die Antwort ist, auch für die Leute, die mich aufregen, die mich triggern, weil die wurden mir aus dem Grund geschickt, damit die können ja noch was in dir triggern, was bei dir irgendwas auslöst. Also wo du mit dir selber nicht im Reinen bist, wo du mit dir selber nicht im Frieden bist. Du kannst zu jedem Zeitpunkt auch sagen, ich entscheide mich für Vertrauen statt für Angst, für Hoffnung statt für Angst. Ich für mich, ich entscheide mich, meine Wahrheit zu leben, egal was andere sagen. Und jetzt in der aktuellen Zeitqualität erleben viele von uns gerade einen intensiven inneren Wandel. Und es wird sich ja wie im Innen, so im Außen, auch im Außen zeigen. Wir brechen also im Innen wie im Außen jetzt aus alten Strukturen aus, die uns eng machen, die uns einengen, die uns gefühlt die Freiheit nehmen, die uns in diesem Opfermodus gefangen halten. Und ja, wir fühlen, oder du fühlst es vielleicht auch, dass die Welt, so wie du sie kanntest, nicht mehr passt. Und dass du irgendwas verändern musst, sei es einen neuen Job, sei es Partnerschaft passt nicht mehr oder Freundeskreis passt nicht mehr. Ja, und es kann sich sehr chaotisch anfühlen. Ich weiß. Ich hab das auch erlebt. Und vielleicht spürst du auch eine Unsicherheit. Aber weißt du was, das ist genau das Zeichen, dass du dich jetzt erhebst, dass du aus dem Opferbewusstsein in deine Freiheit trittst. Und man muss immer den Mut, Freiheit oder ja, den Mut, seine Freiheit zu leben, um man selbst sein zu dürfen, muss immer größer sein, als der Schmerz da drin zu verhaften. Und ja, es bedeutet nicht, dass du nie wieder Angst haben wirst, sondern dass du weißt, Angst kann kommen, aber sie bestimmt mich eben nicht mehr. Ich akzeptiere sie, ich lasse sie durch mich hindurch fließen, weil Emotionen müssen fließen. Wenn du sie festhältst, das heißt, wenn du merkst, die kommt und ja, dir passt das jetzt überhaupt nicht, dass die jetzt gerade da ist und du drückst die so weg. Und das ist ja auch Energie. Und wenn du Energie kann niemals zerstört werden, kann auch niemals kreiert werden, weil sie ist schon da. Sie wechselt halt nur ihre Form und dann kreist sie um sich selbst. Und wenn dann wieder eine Situation kommt, die dich komplett triggert, dann bricht das ganz wieder auf. Und wenn du es durchfließen lässt, ja, das kann sehr intensiv sein, aber wenn du es halt durchfließen lässt, dann löst es sich auf. Und Emotionen, wie gesagt, müssen fließen, nicht festhalten. Und du sagst, ich stehe im Auge des Sturms und trotzdem bin ich frei. Ich bin innerlich frei, weil ich weiß, es kann kommen, ich kann damit umgehen. Und dann ist auch wieder gut. Ja, fühl das Ganze mal. Fühl da mal richtig rein. Also wahre Freiheit ist wieder das Ergebnis von Handlungen, sondern sie ist dein natürlicher Zustand, wenn du immer mehr tief im Inneren verstehst, dass du dann Opfer deiner eigenen Gedanken und Glaubensmuster bist. Du bist hier, um dich zu erinnern. Dann möchte ich dir jetzt gerne ein paar Fragen mitgeben. Du kannst es jetzt gerne anhalten, wenn ich die vorlese, und zurückspulen und drüber journalen oder drüber meditieren oder einfach mal damit in den Wald spazieren gehen. Ich finde diese Selbstreflexion immer sehr, also mir hilft die unheimlich gut.
Hat man Klarheit, wenn man sich zum Beispiel mal aufschreibt. Kannst es auch auf einen Zettel schreiben, den Zettel verbrennen. Aber dann ist es einfach mal bewusst und schreib's einfach. Es fließt dann wie von allein. Also ich kenne es sehr gut von mir. Die Fragen. Wo halte ich noch an alten Mustern fest? Wo fühle ich mich noch unfrei? Wo glaube ich noch, dass ich komplett machtlos bin? Wo fühle ich mich als Opfer? Erlaubst du dir einfach, du zu sein, so wie du bist? Vertraust du dir selbst? Und was wäre, wenn du heute eine ganz neue Wahl triffst für dich? An welchen Strukturen und Systemen im Außen halte ich mich noch fest? Oder finde ich Stabilität und Sicherheit in mir? Weil ich ganz klar weiß, wer ich bin, was ich will und wofür ich stehe. Liebe und Wahrheit befreien dich. Wenn du dir erlaubst, sie zu fühlen, wenn du dir erlaubst, so zu sein, wie du bist. Und wenn du dir erlaubst, neu zu denken, zu handeln. Und all das, wenn du dir darüber bewusst wirst und es für dich klar hast, das kreiert dir inneren Frieden. Du kannst ja auch fragen, was bedeutet für dich Frieden? Wann fühlst du Frieden? Wie fühlt es sich an? Und wenn du inneren Frieden in dir selber fühlst und auch aus diesem Zustand handelst, dann wiederum hat das einen mächtigen Effekt im Außen. Denn die äußere Welt ist der Spiegel unserer inneren Welt. Wenn also unsere Gedanken, Gefühle und die Handlungen matchen und innere Freude, Liebe und Frieden aussenden, dann zeigt es sich auch im Außen, in deiner Umgebung. Du selbst entscheidest und hast zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben die Wahl, die ganz freie Wahl, wofür du dich entscheidest. Und wenn nur eine einzige Person sich aktiv und bewusst zum Beispiel für Frieden entscheidet, dann hat es einen Effekt in ihrem Umfeld, weil du sprichst im Frieden, du sprichst liebevoller, auch mit dir selber eben, aber eben auch anderen Menschen. Ja, dann hat es Effekt im nächsten Umfeld, aber eben auch auf energetischer Ebene sendest du diese Energie auch aus in die Welt. Und wenn immer mehr Menschen diese Energie aussenden, so wie ich das vorher gesagt habe, wenn es im Stadion ist, im Coldplay-Konzert und jeder sendet die Energie in die eine Richtung und dann gibt es noch ein Feuerwerk obendrauf. Dann stell dir mal vor, wie sich die ganze Welt dadurch verändert, weil die Schwingung, die schießt ja durch die ganze Zeit und Raum. Und ja. Ich hoffe, meine Worte haben dich jetzt heute an was erinnert, dass du vielleicht schon ganz tief in deinem Herzen spürst und auch weißt. Du bist frei, du bist kraftvoll, du bist Liebe, du bist Frieden. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, dann verbinde dich gerne mit mir auf Instagram @redsolarmoon. Komm gerne in meine Telegram-Gruppe A Message from Maren. Ich teile dort Impulse, die dich auf deinem Weg zur Selbstermächtigung begleiten. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich erinnerst. Und danke, dass du deine Wahrheit lebst. Love and Truth liberates. Wenn du wertvolle Impulse für dich mitnehmen konntest, dann lass mir doch gerne a Sky full of Stars hier. Klicke dazu bei der Folge rechts auf die 3 Punkte, wähle Go to Podcast und dann kannst du mir eine Bewertung in Sterneform dalassen. Ebenso freue ich mich über wertschätzende Kommentare. Mit beiden hilfst du mir, dass meine Kreationen noch mehr Menschen erreichen, die die neue Erde aktiv mitgestalten können. Ganz herzlichen Dank dafür und bis bald. Deine Maren. Ciao.